Hallo, René hier. Als ich in meinem letzten Video erzählte, die Qualität der Vinylwiedergabe hätte bei mir ebenfalls einen riesigen Sprung gemacht, da habe ich noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Weil sich nicht mehrere umfangreiche Themen übersichtlich in einem einzigen Video behandeln lassen. Diese Lücke will ich heute schließen und Ihnen meinen Audiaflight Phono-Vorverstärker vorstellen. Ohne ihn wären die im vorhergehenden Video geschilderten klanglichen Fortschritte, zum größten Teil jedenfalls, auf die CD-Wiedergabe beschränkt geblieben. Eins möchte ich aber klarstellen, allein schon die Hilfe der Plinius hat die in der Yardis eingebaute Vorstufe um einiges aufgewertet. Meistens werden Sie ja hören, Geräte von ein und derselben Firma erzielen das beste Ergebnis, weil sie angeblich optimal aufeinander abgestimmt sind. Nicht so bei Yardis, das kann ich mit Sicherheit sagen. Die JA30 hat das Phonoteil sogar schlechter klingen lassen, als es in Wirklichkeit ist. Für die berichtete Reintegration meiner halben LP-Sammlung hätte allein die Hilfestellung des Plinius aber auch nicht ausgereicht. Dafür bedurfte es eines radikalen Exorzismus, nämlich des völligen Ersatzes des Yardis Phonotals durch einen wirklich guten, separaten Vorverstärker. Der steht nun zum bequemen Beäugen, aufgebaut vor Ihnen, und Sie werden auch ohne Brille sofort bemerken, dass es sich um zwei Teile handelt und wissen, das Netzteil ist, wie bei den meisten hochwertigeren Geräten, ausgelagert. Mit einer Breite von 31,5 cm plus 10,5 cm für das Netzteil kommen wir auf eine Gesamtbreite von 42 cm. In Wirklichkeit sollte man sogar noch mehr Platz einplanen, um Einstreuungen des Netzteils zu vermeiden. Das Verbindungskabel würde sogar Abstände bis zu 1 Meter erlauben. Die Bautiefe von 32 cm signalisiert, dass es sich um ein ausgewachsenes Gerät mit Komponentenstatus handelt, welches sein eigenes Regal im Rack beansprucht. Die dicke Frontplatte aus gebürstetem Alu wirkt wertig und die Druckknopfschalter sitzen sogar in einem nochmal weiter nach vorne herausstehenden Segment. Die seitlichen Kanten sind abgeschrägt. Man hat offenbar bewusst dem Ruf des fast immer geschmackvolleren italienischen Formfaktors Rechnung getragen. Noch ein kleiner Design-Gag: Das flügelförmige Firmenlogo ist sogar mit LED-Licht beleuchtet, welches nicht nur ein Gimmick ist, sondern im Standby-Betrieb gemächlich blinkt, was etwas nervig sein kann, und bei Betrieb, Gott sei Dank, permanent in dezentem Blau leuchtet. Abschalten kann man es nicht. Die dezenten Druckschalter werden, mit Ausnahme der On-Taste, wahrscheinlich selten benutzt werden. Von links nach rechts Power On, Inputwahl, falls man 2 Plattenspieler angeschlossen hat, 10 dB Gain, was man angesichts des 64 dB Gains bei MC wahrscheinlich nie benötigt, Mono für Spezialisten und den berühmten Rumpelschalter. Ja, wo zum Teufel ist denn der Impedanzwählschalter? Der ist wie vor 100 Jahren leider hinten, und das in einer Zeit, wo ein Einsteigergerät wie die Project Phonobox für 350 € komplette Frontbedienung für sämtliche Funktionen bietet und auch noch Gainwahl in 4 Stufen, was die Audiaflight überhaupt nicht hat.
Aber naja, für deren Entwickler zählte in erster Linie der Klang und nicht die Bedienfreundlichkeit. Schnell noch ein Wort in eigener Sache. Ich habe immer geträumt, mein Kanal wird mal so, aber leider ist er nach über 100 Videos immer noch so. Deshalb bitte ich alle Besucher ohne Abonnement doch bitte mal auf das einschlägige Logo zu drücken. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich das Gerät umgedreht, denn die 3 interessantesten Details, 2 gute und das eine weniger gute, finden wir hier auf der Rückseite. Das erste Bonbon: wir haben 2 Paare RCA-Buchsen für den Anschluss von 2 Plattenspielern gleichzeitig. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass man schon beim Kauf bzw. vor dem Kauf entscheiden kann, will man einmal MM und einmal MC oder will man zweimal MC. Die Standardbestückung ist MM und MC. Die Umschaltung erfolgt, wie schon gezeigt, an der Frontplatte. Hat man Eingang 2 gewählt, leuchtet eine blaue LED auf. Das zweite Bonbon: wir können wählen zwischen RCA und XLR-Ausgängen. Das ist natürlich toll. Da meine Yardis Vorstufe leider ein Arme-Leute-Gerät oder, was vielleicht eher der Wahrheit entspricht, ein Geizig-Herstellerprodukt ist, kann ich die XLR-Vorteile für mich leider nicht nutzen. Das dritte Feature wird allerdings niemand begeistern. Wir können diese kleine Abdeckplatte hier entfernen und sehen dann, es gibt keinen Impedanzwählschalter, sondern altmodische Jumper. Da man für manche Werte bis zu 3 Brücken einstecken muss, kann es eng und fummelig werden. Wer zufällig 100 oder 980 Ohm braucht, hat Glück gehabt. Dann reicht ein einziger Jumper. Mein Foto zeigt als Beispiel die Bestückung und Position für 100 Ohm. Diese altmodische und unbequeme Technik hat der Firma schon einige Kritik eingetragen und das natürlich völlig zu Recht. Spielkinder, die jede Woche ein anderes System ausprobieren wollen, werden damit nicht besonders glücklich. Beständige Leute machen das einmal, schließen die Abdeckung und vergessen dann die Sache für längere Zeit. Der Vollständigkeit halber sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass die Verbindung zwischen Netzteil und Gerät über einen PIN-Stecker erfolgt und nicht über eine normale Gerätesteckdose. Die Techniker unter Ihnen möchten natürlich furchtbar gerne einen Röntgenblick ins Innere werfen. Bitte schön, lassen Sie Ihre Adleraugen schweifen. Wenn ich im Folgenden die in der JP30 eingebaute Phonostage in einem Atemzug mit der Phonobox abhandle, vergessen Sie bitte nicht, dass ich damit nur auf eine klangliche Qualitätsstufe ganz allgemein abziele. Sobald wir die Preise mit heranziehen, wird das aber ein großes Fragezeichen für eine 13.000 € Vorstufe und ein Lob für eine 350 € Phonostufe, denn Yardis hat sicherlich ein paar Euro und einige Cent mehr für sein integriertes Phonoteil veranschlagt und würde es separat garantiert nicht für 350 € verkaufen. Wie es wohl angemessen wäre. Denken Sie die Sache selbst zu Ende. Aber bleiben Sie fair bei Ihrem Urteil, denn die Phonobox hat keine goldfarbene Frontplatte und kracht nicht so schön beim Umschalten. Vielleicht wäre ein optisches System von DS Audio wie das E1 die Wahl der Zukunft, aber ich kann leider nicht alles für Sie ausprobieren.
Ich weiß nur eins: Mindestens ein Abonnent hat die DS003 und er ist mehr als glücklich damit. Das sind alles nur Denkanstöße, hier soll nur gezeigt werden, wie viel mehr an Musik ist noch drin mit einem wirklich hochwertigen Phonopreh an der Grenze zu den unbezahlbaren State-of-the-Art-Geräten. Insofern stellen die folgenden Hörergebnisse nur eine grobe Messlatte dar und keinen detaillierten Vergleichstest. Tauchen wir ein in die Musik und was sie uns über die Geräte sagen kann. Mit Popmusik ist eine Beurteilung immer eine problematische Sache. Niemand weiß doch, welcher Klang wirklich geplant war. Deshalb möchte ich zur Tonalität gar nichts sagen. Sehr wohl aber über die Präzision, mit der die Klänge herüberkommen, und da zeigt sich wieder die Yardis-Problematik, die sich offenbar durch alle Komponenten zieht, die Tendenz zu Überstrahlungen, welche die Präsentation glorifizieren, aber gleichzeitig verwaschen. Hinter diesem Vorhang aus Partikeln verschwinden so manche Details, zum Beispiel geht das Akkordeon streckenweise fast völlig unter und auch die Sängerin wird sozusagen von mikroskopischen Moskitoschwärmen umschwirrt und dadurch zu diffus. Jeder einzelne Bassanzupfer kommt bei Yardis mehr als Schlag mit einem kleinen Betonklotz, über die Audia Flight mehr als Hartgummiball, fedend mit einem leichten Nachhall, was eine springende Bassmelodie bewirkt, die in die Beine geht. Die Gitarrenakkorde lassen sich oft als Pack von einzelnen Saiten erkennen, bei Yardis und Project zum Teil nur als kompaktes Bündel. Last but not least, die Präsentation bei der Italienerin war insgesamt luftiger. Chuck Mangione, Children of Sanchez. Beginnen wir mit dem Titel Bye auf Seite 4. Wie macht's der Durchschnitt? Gemächlich eröffnet die Trompete das Stück, relativ zart, ohne besonderen Druck, mit mäßiger Strahlkraft. Der Gitarrist streicht müde über die Saiten. Die Orchestereinsätze legen sich etwas behäbig und dünn auf das Ganze drauf und klingen wie beim Schnitt einfach dazugemischt. So kannte ich das Stück mit verschiedenen Phonovorstufen. Ich habe fast das gesamte Projekt deshalb immer als flaches Gedudel eingestuft. Es hat aber doch einiges zu bieten. Relativ gängig ist der Begriff Dynamiksprünge, aber das bezieht sich ja eigentlich nur auf den Moment der Intensitätsänderung. Ich spreche lieber von Dynamikterrassen, was besagen soll, der Hörer muss verschiedene Intensitäten wie Gesteinsschichten in einem Steinbruch sehen können und er muss jederzeit lokalisieren können, welche Instrumente bzw. welche Gruppierungen auf welcher Stufe musizieren. Durchschnittliche Phonostufen wissen nicht so recht, wem soll ich den Zuschlag geben und gewähren in ihrer Entscheidungsnot jedem ungefähr gleich viel Energie, was dann logischerweise zu einem Gedudel mit nur flachen Hügeln führt, weil niemand klar das Kommando hat. Es gibt zwar lauter und leiser, aber die einzelnen Tonereignisse haben keinen definierten, maßstäblichen Bezug zueinander, sie geschehen einfach. Laissez-faire-Stil sagt man auf Französisch. Wenn bei der Flight die fast übermäßig angestrengte Trompete endlich die Führung an das Saxophon abgibt, tritt plötzlich eine wohltuende Entspannung ein
und das ensuite wieder auftauchende Orchester unterstützt aus dem Hintergrund diesen Effekt mit kühlen, weichen Streicherwellen, was wiederum die Solisten auf der Bühne noch eindrucksvoller, monumentaler nach vorne ins Rampenlicht spült. Gegen Schluss spielen, einen kurzen Abschnitt lang, nur Gitarre und Bass und verstrahlen ihren musikalischen Duft. Duft, nicht ihr Parfüm, wohlbemerkt. Und ein allerletztes Mal setzt weit hinten das Orchester ein und erinnert daran, dass dies keine intime Solistenaufnahme ist, sondern dass wir uns die Darbietung in einer großräumigen Halle vorzustellen haben. Vom unmittelbar darauf folgenden letzten Stück Finale nehme ich nur den Anfang, der es faustdick hinter den Ohren hat. Der Perkussionseinsatz ist bei der Konkurrenz zu weich und verschwommen, da kann auch eine Plinius nicht mehr helfen, und ich fürchte, auch zwei im Monobetrieb mit je 1000 Watt würden scheitern, denn was nicht kommt, kann auch nicht verstärkt werden. In Anbetracht der diffusen Wummergebilde der Drums wirken dann wieder die eigentlich brachialen Stöße der Bläsergruppe zu spielzeughaft. Über die Audiaflight haben wir da aber angsteinflößende Trommelungetüme mit schier zerreißenden Fellen, und hoch über ihnen furzen, schnurren und grunzen die Basstrompeten einen Staccato-Einsatz wie ein Echo vom jüngsten Tag. Wo bei der Aufnahme wirklich Power war, ist Power durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Power, das ist leider so, und es ist auch das Geheimnis für die bestmögliche Annäherung ans Original. Die Death Scene, die Todesszene auf Seite 3, ist ein atemberaubendes, durch die Haut gehendes Stück für Gitarre und Cello. Man fühlt das verbissene Niederdrücken der Saiten auf den Steg, bei dem sich die Fingernägel durch den Druck blutleer weiß färben, und dann das Anreißen so erbarmungslos, dass es klingt, als würden sich die Strings in ihre Wicklungen auflösen. Jeder einzelne Ton hat sozusagen einen kleinen Sprengsatz eingebaut. Ein Wunder, dass die Saiten nicht reißen. Die Endloskantilene des Cellos wühlt in einer Hölle herzzerreißender Traurigkeit und steigt dann langsam und stetig aus der Gruft der dumpfen Depression in immer schmerzhaftere Höhen auf. Es dröhnt nicht, es singt, es schnurrt nicht, wie bei vielen seiner Brüder, es atmet mit schmerzvoller Brust, steigt hoch wie Ikarus und verbrennt in der Sonne der Verzweiflung. Ein kurzes orchestrales Anschwellen am Ende symbolisiert den letzten Aufschrei und vielleicht die Erlösung. Wirklich ein Miniaturkunstwerk, ergreifend, wenn seine volle Dynamik ausgeschöpft wird. Mit normalen Vorstufen habe ich hier immer nur eine spanische Gitarre und ein Cello gehört. Das war hübsch, aber nur ansatzweise dramatisch. Lakmé von Leo Delibes mit dem Théâtre National und Georges Prêtre in der Hauptrolle Gianna D'Angelo. Die Positionierung der Sänger und der Orchesterstimmen bzw. die gesamte Klangstruktur auf der Bühne ist bei der Audioflight stabil wie eine stehende Tsunamiwelle. Mit normalen Vorstufen eher wie ein Brecher, in dem die Gischtpartikel eine gewisse Unschärfe bewirken. Chor und Orchester sind flacher und plakativer. Die Italienerin gibt Sängern und Sängerinnen einen eigenen prominenten Platz. Sie sind nicht Elemente in einem Puzzle wie eine einzelne Violine in einer großen Streichergruppe. Sie sind nicht Krümel im Käseleib. Jeder Einzelne hat seine abgegrenzte Position wie die Löcher in einem Schweizer Käse. Dieses Loch
kann ihm niemand streitig machen. Er stört dafür aber auch andere nicht, es sei denn, man tut sich mal zusammen zu einem Duett oder Terzett. Das steht dann aber auch wirklich scharf abgezirkelt an seinem Platz. Alborado del Gracioso von Maurice Ravel, Orchestre Symphonique de Montréal unter Charles Dutoit. Bei solcher Musik kann man sich endgültig nichts mehr in die Tasche lügen. Während sie über das Jadistal vor sich hin brodelt, knallen die Effekte heraus wie Pistolen und Kanonenschüsse. Hier sind Urteil und Empfehlung gleichermaßen leicht zu formulieren. Wer eine Eigentumswohnung hat, ist mit der Jadis-Klasse besser bedient. Er spart sich viel Geld und stört die Nachbarn nicht. Für Besitzer freistehender Häuser kommt eher etwas wie die Audia Flight in Frage. Hier verschwimmen gezupfte Bässe und Pauken nicht in eins, und wer laut hört, sollte seine Herztabletten vor der Hörsitzung gewissenhaft eingenommen haben. Die immer wieder überraschenden Paukenschläge können einen nämlich ganz schön erschrecken. Was zeichnet die Audia Flight aus? Ihr ausgewogener Übermut, ihre kontrollierte Explosivität. Sie hat mehr von einer Wunderkerze als von einer Weihnachtskerze. Sie ist wie ein Hund, der den ganzen Tag nicht raus durfte, und dann gegen Abend sieht er plötzlich, wie das Herrchen die Leine in die Hand nimmt. Wie es weitergeht, wissen Sie selbst. Man kann es auch einfacher formulieren: umwerfende Dynamik. Außerdem räumliche Tiefe, viele Toastbrotscheiben, realistische Maßstäblichkeit. Ich bin froh, dass ich kein Profitester bin. Jeder Test läuft ja doch immer wieder auf dasselbe hinaus. Je näher ein Gerät an ein stabiles Holographiebild herankommt, desto schöner und desto echter klingt es. Basta. Als letzten Pluspunkt nenne ich noch den Bass. Gerade die Plinius dürfte mich, nach allem, was ich über ihre Tieftonkünste erzählt habe, autorisieren, darüber ein Urteil zu fällen. Und ich sage nur eins: die Audia Flight ist ihr ein absolut würdiger Partner. Bei diesem Schlussurteil beschleicht mich aber das Gefühl, dass man insgesamt von der Leistung eines optischen Systems nicht mehr so viele Lichtjahre entfernt ist. Aber vielleicht träume ich nur, und ein A-B-Vergleich würde mich eines Besseren belehren. Andererseits ist eine Audia Flight ja auch wieder nicht das Ende der Fahnenstange, und die Happy Few, die sich das leisten können, schwärmen dann wiederum von Top-Geräten wie einem ASR Basis Exclusive oder gar einer Boulder 2108 für $50.000. Das alles bedeutet nicht, dass die Musik über eine Yardis oder Project keinen Spaß machen würde. Aber die Klangsignatur der beiden erinnert doch immer wieder mal daran, dass der ganze Spuk nur eine Tonkonserve ist. Je größer und komplexer das Orchester, je größer die Dynamiksprünge sind, desto klarer wird das. Aber lassen wir wieder mal die Kirche im Dorf. Der Preisunterschied ist so gewaltig, dass Sie offene Türen bei mir einrennen, wenn Sie fragen: Ist der Spaß das Geld wert? Die Antwort ist wie immer Jein. Will man das volle Potenzial seiner Vinylsammlung ausschöpfen, dann muss man logischerweise diesen letzten Schritt auch noch tun. Er rentiert sich aber nur, wenn der Rest der Anlage mithalten kann.
Ansonsten denke ich, kann man mit einer Project Phonobox 3 auch ganz gut leben. Tschüss.